Wer billig kauft, kauft doppelt. Das trifft besonders auf Schuhe zu. Wer einmal handgemachte getragen hat, spart sich unnötige Fehltritte. Was die Hände eines Schuhmachers schaffen, hat mit Leidenschaft zu tun. Also wenn ich 100 Jahre alt wäre, mache ich es mit 100 noch. Weil ich mache das einfach gerne. Das ist, das kann ich, das ist das Einzige, was ich kann. Das ist mein Beruf. Ja, ich mache es gerne. Mit Leidenschaft, bin leidenschaftlicher Handwerker, Schuhmacher. Einfach mit der Ferse fest anstellen und wieder aufstehen. Ja. Für einen Maßschuh muss man sehr genau messen. So. Jetzt werden wir verschiedene Maße abnehmen. Der Ballenmaß. Ballen, Spann- und Hackenmaße werden genommen. Der Schuhmacher muss den Fuß genau kennen. Jetzt machen wir noch einen Fußabdruck und genau die Form, um zu bekommen. So. Einfach reinstellen und mit ganzem Gewicht stehen bleiben, bitte. Mit allen beiden? Mit beiden Füßen. Okay. So. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir gehen gerade noch mal kurz durch. Also wir machen dann diesen Schuh, die Form machen wir. Gestalten ihn aber so, dass wir dieses braun machen, wie an diesem Schuh auch, und dieses mit diesem grauen Leder. Also alles, was jetzt hier grau ist, wird auch bei Ihrem Schuh grau, aber nur mit dem Velourleder. Ja. Und das braune mit dem vegetabil gegerbten Leder. Genau. Jetzt wären wir halt schon so weit, jetzt müssen wir das Oberleder schneiden. Aus dem kann ich vielleicht noch vielleicht zwei Paar Schuhe machen, weil es gibt sehr viel Abfall. Die Klaue auf der Seite, das ist so dehnbar, da kann man keine Schuhe machen. Das ist Abfall bis hierher. Und der Kern ist dieser Bereich. Wir schneiden das Blatt, das ist der Hauptteil und der muss sehr gut sein. Nach vorne darf er sich ziehen, auf die Seite soll er sich eigentlich nicht ziehen. Das ist hochwertiges Kalbsleder, pflanzlich gegerbt und schadstofffrei. Daraus wird später das Oberleder, das Blatt. Hier wird jetzt mit einer Silbermine die Untertritte vorgezeichnet, wo später das Hinterteil oder Quartier angenäht wird. Das ist das Blatt, Vorderteil, und jetzt kommt die Rückseite, das Quartier, Hinterteil vom Schuh. Das Ösenteil aus Velourleder hat dieselbe Stärke wie das Oberleder. Benno Zwick verwendet nur feinste, schadstoffgeprüfte Leder aus Deutschland und Italien, deren Herkunft er genau kennt. Ich kann Ihnen genau sagen, wo dieses Kalb im Allgäu gestanden war. Auf welcher Wiese, nachvollziehbar. Und das ist wichtig, finde ich. Die Leute wollen immer wissen, wo kommt es her, was wird gemacht. Ich habe gutes Recht. Und ich möchte nicht, dass da irgendwelche Kinder dran geschafft haben. Wo aus Indonesien oder Bangladesch oder Südamerika kommen viel. Und das ist einfach, das ist nicht mein Ding, ganz einfach. Jetzt kommt hier der hintere Bereich noch, dieser Riemen, Hinterriemen, wo man einfach auch benutzen kann. Es ist nicht nur Show, sondern man kann ihn benutzen, um reinzuschlüpfen. Das ist zwar nicht so viel, aber immerhin noch ein guter Halt, dass man einfach reinkommt in den Schuh. Das ist Außenbereich, das ist der Oberlederschuh. Das ist der Innenbereich, der Kunde wollte ein graues Futter, das ist individuell gestaltbar. Das ist eine Verstärkung für Zwischereien, weil die Leder sehr flexibel sind, sehr weich sind. Das sind Verstärkungen für den oberen Bereich. Das ist eine Verstärkung für das Ösenteil. Das kommt vorne in die, machen wir auf, in den Zungenbereich. Das ist eine kleine Abpolsterung, wenn man den Schuh hier schnürt, dass er nicht vorne in die Sehnenansatz, dass das nicht wehtut.
Bruchweiler-Bärenbach im Kreis Pirmasens hat eine lange Schuhmachertradition. Die Manufaktur der Gebrüder Zwick wurde 1976 als Familienunternehmen gegründet. Mein Vater hat früher auf dem Bau gearbeitet und meine Mutter hat schon immer Heimarbeit gemacht. Für verschiedene Schuhhersteller hier im Ding. Hat die eine Maschine zu Hause stehen gehabt und hat Heimarbeit gemacht. Und dann hat mein Vater irgendwann gesagt, er will das nicht mehr bauen und er hat immer schon Schuhe, war bei uns präsent ohne Ende. Ist im Praktikum 2 Monate in den Betrieb gegangen und hat das gelernt und hat sich im Keller bei uns im Nachbarhaus hier selbstständig gemacht. Und ist so schnell gewachsen, dass er ein Stückchen ausgebaut haben, hier hinten angebaut. Ja, und ich bin aus der Schule gekommen mit 14. Du gehst zu uns, hat es geheißen. Du lernst Schuhmacher und fertig. Keine Wahl gehabt. Ich hätte auch gerne etwas anderes gelernt, aber heute bin ich eigentlich ganz froh darum, dass es so gelaufen ist. Die Lederteile kann man nicht einfach so aneinander nähen. Dafür sind sie zu dick. Deshalb werden sie angeschliffen. Die Leder sind jetzt egalisiert, nach außen abgeschliffen, das nennt man Schärfen. Und das geschärfte Teil wird dann so aufgenäht, gesteppt. Vorher wird dieses Teil umgeschlagen, festgeklebt, das nennt man im Fachjargon Bucken. Und dann wird dieses Teil so aufgenäht. Also mit diesem Arbeit wären wir jetzt fertig. Vorrichtarbeiten sind beendet, jetzt geht es an den Schaftbau. Bei mir wird alles verklebt, sämtliche Untertritte und alles wird verklebt und zusätzlich gesteppt. Das ist eine Sicherheit. Die Industrie steppt nur und das bleibt alles offen dann. Wir machen auch 2-farbiger Schuh, also müssen wir diese Teile hier aufkleben, um das zu vernähen, steppen zu können. Das ist der Hinterriemen, den wir hier aufbringen. Da müssen wir ein Verstärkungsband auflegen, dass das nicht abreißt. Der Kontaktkleber wird beidseitig aufgetragen und muss einige Minuten antrocknen, bevor die Lederteile damit fixiert werden können. Dann kann Benno Zwick die Lederteile des Innenfutters verbinden. Auch das ist feinstes Kalbsleder. Da kann man jetzt schon erkennen, das ist Innenfutter vom Schuh. Also das wird dann so und kommt dann so in den Schuh rein. Innen. Natürlich wird das noch eingelegt, aber das sehen wir noch. Dann ist hier noch das Blatt vom Schuh. Da werden wir noch so kleine Verstärkungsklebepunkte aufbringen. Diese Verstärkungspunkte kommen hier hin, um das zu verstärken, dass es hier nicht abreißt. Weil hier die meiste Last drauf kommt. Da ist hinten eine Punktbeschichtung drauf, Klebstoff. Durch die Temperatur wird er aufgelöst und wie im Vlies wird aufgebügelt. Und das hält halt gut. Man sieht es hier jetzt, das ist eine Verbindung, das Leder ist jetzt stabil, aber trotzdem noch, wie man hier sieht, ganz weich. Auch ein Handwerker mit Leib und Seele wie Benno Zwick nimmt mal eine Maschine zur Hilfe. Wenn es der Qualität dient. Die Quartierteile, das Hinterteil vom Schuh, wird gespannt. Da werden die beiden Teile zusammengenäht.
Also hier wird jetzt die Naht ausgerieben. Da kommt ein Band drauf und die Naht wird flach gedrückt. So. Die Naht ist ausgerieben und hinten ist ein Klebeband aufgebracht. Jetzt kommen wir zu den Stepparbeiten. Der Schuhe fangen wir an, den Schaft zusammenzusteppen. Das kann man jetzt mit verschiedenen Fäden machen, mit Braun, mit Grau. Das nehmen wir jetzt Uni hier, dass es nicht so vorsticht, dass das ein bisschen dezent bleibt. Hier ist die Ösenteile befestigt. Jetzt machen wir den Hinterriemen auf. Also das, was jetzt hier funktioniert, läuft einfach sagen wir 80% Orthopädie-Umsätze und 20% Schuhmacherei. Maßschuh und vorkonfektionierte, eher unsere kleine Kollektion. Das ist das Geschäftsmodell. Ich kann zurückgreifen auf den Maschinenpark, die modernste Maschine, und kann es rationalisieren und kann verschiedene Sachen vorbereiten. Das kann ein Schuhmacher eigentlich nicht. So kann er günstiger produzieren als andere Schuhmacher, auch wenn ein handgefertigter Maßschuh immer noch seinen Preis hat. Wir werden jetzt hier die Verstärkung einarbeiten für Ösenteil, Schaftkantenverstärkung und werden diesen Kanten, den man hier sieht, da er so unansehnlich ist, werden wir ihn umbucken, dass er dann so aussieht. Das ist jetzt die Verstärkung fürs Ösenteil oben. Dass die Ösen, wo die Schnürung durchkommt, besser hält. Dass das eine Versteifung gibt, dass der am Schnürbereich sauber zugeht. Wir bucken jetzt den Kanten um, wie wir gesagt haben. Dazu müssen wir auch in den Innenkurven das Leder etwas einschlitzen. So. Jetzt schleifen wir diesen Kanten, da das Oberleder ist, an, dass ich das Hinterteil mit dem Blatt verbinden kann. Auch Vorder- und Hinterteile fixiert er vor dem Versteppen mit Kleber. Das ist auch hier ein Zeichen für gute Qualität. Wenn man da viel klopft, ist bei günstiger Ledersorte, bricht der Kanten. Wenn man hier klopft, da können Sie klopfen, so viel Sie wollen, da passiert gar nichts. So, jetzt sieht man schon, was es werden soll. Ein Schuh. Und jetzt müssen wir das Futter innen rein machen. Das Futter wird eingeklebt und dann versteppt oben und ist der Oberteil, der Schaft, ist fertig. Wir fertigen jetzt das Futter. Das wird hier gesteppt. Die Dreistichmaschine sorgt für eine sehr stabile Verbindung. Jetzt ist das übergangsfrei festgenäht. Und trotzdem ist es unten mit einem Untertritt versehen, dass das richtig stramm ist. Das reißt nicht mehr hier, sondern irgendwo anders. Nicht an der Nahtstelle.
Wir steppen jetzt das Futter ein. Das heißt, es wird hier genäht und gleichzeitig wird das mit einem kleinen Messer beschnitten, dass dieses überstehende Material abgeschnitten wird. Das ist ein Fortschritt, wo normalerweise der klassische Schuhmacher nicht hat. Hat aber dann mehr Aufwand, die Sache zu beschneiden. Jetzt wird der Riegelbereich verklebt, dass das Futter unten keine Falten schlägt beim Riegeln. Da dies, was wir hier herstellen, ein Derby-Schuh ist, heißt das, was wir jetzt machen, ein Derby-Riegel. Zwar wird hier in diesem Bereich das Ösenteil mit Futter und Oberleder noch einmal verstärkt mit einem Kasten sozusagen, dass es beim Öffnen hier nicht abreißt. In das vernähte Viereck, den Riegel, fügt er später eine Niete ein. Nun stanzt er die Löcher für die Schnürung. Dieselbe Maschine stanzt auch die Ösen ein. Die Ösen werden gerollt und nicht nach außen gespreizt, dass dies eine glatte Fläche gibt, dass der Schnürsenkel nicht reißt an den gespreizten Teilen. Wir setzen jetzt hier links und rechts zwischen den Riegel nochmal 2 Nieten, um dies noch zu verstärken. Also zu 90% eine Qualitätssicherung, aber auch zu 10% ein Eyecatcher. Sieht schön aus und ja. Das sind seine Leisten, die dem Schuh die Form geben. Ich habe hier leichte Rohling, die sind vorkonfektioniert. Das heißt, ich habe meine eigene Leiste entworfen. Ich habe ihn selbst entwickelt und habe dann eine Leistefirma in Pirmasens, die mir die Leiste baut. Wir haben 800 Männerfüße vermessen in der Fußgängerzone und haben daraufhin unsere eigene Leiste gebaut. Die Füße werden immer breiter, Spann wird immer höher und keiner kümmert sich darum. Aber es ist ja schon so, dass Leute kommen, schlüpfen in die Schuhe rein und sagen, ja, passt. Also 70–80% können wir schon mit unserer guten Leiste abdecken. Nicht jeder braucht einen Maßschuh, sondern er kann ja auch auf meine Standardleiste zurückgreifen. Wegen dem kann ich auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Aber man kann das breiter machen, ein bisschen höher machen, dann geht es in den Maßschuhbereich. Wir haben jetzt hier eine Schablone zur Fertigung der Brandsohle. Eine Brandsohle ist diese Sohle, wo im Innenbereich der Fuß aufsteht. Brandsohle heißt einbrennen. Das kommt von früher. Der Schweiß brennt sich in die Sohle ein. Der Schweiß geht in diese Brandsohle. Das ist eine echte Lederbrandsohle. Das ist immer wichtig. Die Industrie verwendet da Karton, Handpresskarton oder so Sachen. Selten, nur bei ganz hochwertigen Schuhen ist die Lederbrandsohle aus Leder. Das heißt eine Lederbrandsohle, also sollte sie eigentlich auch aus Leder sein.
Bevor wir jetzt die Bronzesohle aufbringen, wird hier ein Stahlgelenk eingearbeitet. Das wird reingenietet. Das Stahlgelenk ist dafür zuständig, dass das Fußgewölbe hier sich nicht absetzt. Das ist wie eine Feder. Der Fuß federt immer wieder hoch und setzt sich nicht, unterstützt nicht den Plattfuß. Wir haben jetzt das Stahlgelenk eingenietet und jetzt tackern wir die Brandsohle auf den Leisten. Früher wurde es genagelt mit kleinen, mit kleinen Stahlnägeln. Die alle Schuhmacher haben die immer im Mund gehabt und dann zack, zack, zack. Mein Vater hat das auch noch gemacht, aber ich mache es nicht. Ich nehme das Hightech als zur Hilfe und tacke das einfach fest. Wir haben jetzt den Leisten vorbereitet, die Brandsohle gefertigt. Jetzt fangen wir an, den Oberschaft auf den Leisten von Hand zu zwicken. Dafür brauchen wir eine Hinterkappe. Also das sind die Teile, die wir jetzt benötigen. Dann die Hinterkappe ist eine Lösungsmittelkappe, die wird durch eine Flüssigkeit gezogen. Und dann wird sie ganz weich. Wird ein bisschen auf die Seite, ein bisschen einwirken lassen. Das bekommt dann die Ferseform. Es härtet aus, wird aber nicht so hart, ist immer noch flexibel und passt sich dann dem Kunden an der Ferse an. Dazu brauchen wir eine Zwickzange. Zuerst wird der Schaft vorne in die Mitte gebracht. Festgetackert. Das Zwicken, bei dem das Oberleder auf Brandsohle und Leisten fixiert wird, ist ein heikler Moment. Hier zählen Augenmaß und Erfahrung. Er darf nicht schepp sein. Wenn man jetzt auf der einen Seite etwas zu tief zieht, dann sitzt der Schepp drauf, aber hier muss man den Schuh immer wieder in die Hand nehmen. Zum Beispiel jetzt hier habe ich einen kleinen, was heißt Fehler, aber das muss man dann wieder aufmachen. Er ist hier noch zu hoch, also muss er hier etwas runter, dass er sich von oben etwas rüberzieht. Seht ihr einigermaßen, wenn man jetzt hier sieht. Jetzt mache ich ihn hier noch mal auf und hole ihn hier etwas hoch. Und dann passt das. Das ist Handwerk. Und Handwerk kann man nicht 100% machen, sag ich. So 90–99% kann man das schon versuchen perfekt zu machen, aber perfektes Handwerk, das geht nicht. Das sind Hände, keine Maschine, die das machen. Jetzt wird er geschnürt. Die schnüren jetzt spezielle Weise, und zwar so, dass sich die Schnürung selbst zuzieht. Wenn ich jetzt hier ziehe, dann kann ich ihn hier noch etwas höher ziehen und dann bleibt es automatisch zu. Der Oberfaden klemmt den Unterfaden. Das ist das Wichtigste eigentlich. Dort bekommt der Schuh seine Form. Wenn der krumm ist, kann man ihn nicht mehr gerade machen. Aber so sieht er ganz gut aus. Jetzt wird das alles eingestrichen mit Klebstoff. Einfach nur zur Fixierung. Zuerst werden Ferse und Seite zugezwickt, Oberleder und Futter zusammen und dann wird der Vorderbereich gezwickt, einzeln
Futter und Oberleder. Und jetzt machen wir die Spitze zu. Dazu ziehen wir die Tegs in der Mitte aus, sonst vergessen wir sie. Und später hat der Kunde den Tegs vorne drin und eine blutige Zehe. Haben wir alles schon gehabt. Wie gesagt. Jetzt wird er hier geöffnet. Und jetzt haben wir hier das Futter. Das da muss alles weg, der muss glatt sein. Ferse und Seite sind geschlossen. Jetzt machen wir die Spitze zu. Aber nur Futter, weil da noch eine Futterkappe rein muss. Bei diesem Material brauchen wir jetzt keine Tegs, weil das eigentlich relativ gut zu schließen ist und relativ weich ist. Bei diese Falte, die man jetzt reinmacht, kriegt man nicht mehr raus und die Kunden merken das sofort am Fuß. So, die Futterkappe befindet sich schon in meinem Backofen. Das ist eine thermoplastische Futterkappe. Auf 130 Grad erhitzt und wird beim Erkalten steif. Ist halt sehr heiß. So. Überstehende Teile der ausgehärteten Vorderkappe schleift er ab. Dann kann er auch das Vorderteil des Oberleders zwicken. Jetzt muss der Schuh trocknen, die Klammern kommen raus. Also die Klammern, früher hat es Tegs geheißen, ich sage immer noch Tegs, aber das sind Klammern. Also das ist halt eine Arbeitserleichterung für mich und warum soll man das nicht nehmen, wenn man es hat. Wir haben jetzt den Schuh vorgeraut. Das ist noch nicht das Endgültige, weil jetzt wird erst mitten ausgeballt. Dazu nehmen wir ein Stück Kork, wird eingestrichen, dass diese Fläche eine gerade Fläche gibt. Der Kontaktkleber muss dann einige Minuten anziehen. So. Jetzt müssen wir Schuh vorbereiten, um einen sauberen Rahmen zu setzen. Das wird dann so. Aber um dies sauber zu setzen zu können, müssen wir den vorzeichnen und aufrauen. Weil an einem glatten Oberleder haftet kein Rahmen. Dieser Rahmen, eine Art Tragekonstruktion, wird nach dem Fixieren mit Holznägeln befestigt. Es gibt noch viele andere Macharten. Man kann ihn auch vernähen. Das ist dann ein rahmengenähter Schuh. Zwischenzeit ist unser Kork getrocknet. Der wird jetzt einfach aufgelegt und fest in die Zwischenräume eingeschlagen. Das kann man einfach so wegknicken, wird eh noch mal verschliffen.
Das Klebstoff ist jetzt getrocknet, jetzt wird der Rahmen gesetzt. Der Rahmen heißt deswegen Rahmen, weil es dem Schuh einen Rahmen gibt. Es wird einfach durch diese kleinen Unebenheiten, die hier entstehen, wird durch diesen Rahmen ausgeglichen. Durch das gibt es ein schönes Bild. Die Sohle hat mehr Aufstand und die Holznägel geben dem Rahmen dann später auch noch viel mehr Halt. Das ist also im Grunde nicht nur Optik, sondern auch Stabilität. Korkausballung und Rahmen werden glatt geschliffen, damit eine ebene Sohlenfläche entsteht. Das ist die Lederzwischensohle zum Holznagel. Selbe Qualität wie die Laufsohle. Der Klebstoff ist jetzt getrocknet und jetzt wird die Zwischensohle aufgebracht. So. Eine Hydraulikpresse sorgt für den nötigen Druck, den die Klebeschichten brauchen, um sich unlösbar zu verbinden. Nach 20 bis 30 Minuten ist die Sohle belastbar. Wenn man hier jetzt ins Leder schneidet, ist der Schuh kaputt. Von Anfang. Weil Flicken geht bei mir gar nicht. Wenn irgendwas wird er weggeschmissen, wird ein neuer gemacht. Flickschuster bin ich nicht. Jetzt gehen wir zum Holznagel. Die Holznägel müssen einen gewissen Abstand zum Rahmen haben. Damit nicht ein Nagel hier reinkommt oder einer seitlich rauskommt, zeichnen wir jetzt einen Abstand an. Man sieht sich hier, in diesem Abstand kommen jetzt die Holznägel rein. Ist halt sehr aufwendig. Man darf halt nicht zu tief gehen, sonst bringt man den Schuh nicht mehr vom Leisten runter. Dann hat man den Leisten mit dem Schuh vernagelt. Also man soll schon tief genug, aber nicht zu tief. Brandsohle, Rahmen, Zwischensohle werden jetzt miteinander verbunden mit dem Holznagel. Man merkt, die Qualität von der Sohle ist sehr gut, weil der Holznagel sehr schwer reingeht. Man muss also sehr mit Gefühl klopfen, dass das sauber reingeht. Wenn ich jetzt eine minderwertige Decksohle nehme oder Zwischensohle, dann geht der Nagel gerade rein. Aber so wie er reingeht, so geht er wieder raus. Und dann hat der Kunde irgendwo einen Holznagel im Fuß, weil er sich hochschafft. Das sollte eigentlich nicht sein. Wenn man jetzt seitlich dran hält, Holznagel geht so viel rein, die Spitze ist im Leisten, also okay. Holzgenagelte Schuhe sind sehr stabil. Durch die Feuchtigkeit im Schuh quellen die Holznägel auf und machen die Verbindung noch fester. Die Holznägel, die hat früher mein Vater selbst gemacht. Aber die beziehe ich her von jemandem noch, der noch Holznägel macht. Aber der hat noch einen Sack voll. Ich habe jetzt so viele Holznägel, dass ich mit 100 Jahren noch Schuhe machen kann. Ich habe mir halt ein bisschen kleiner Vorrat angelegt. Weil die geht in 2-3 Jahren, gibt es die auch nicht mehr. Die Gegend um Pirmasens war eine Hochburg der Schuhproduktion. Aber wer beherrscht dort heute noch dieses Handwerk? Es gibt noch viele eigentlich, aber entweder sind sie im Rentenalter oder sie packen das nicht zu überleben, ganz einfach. Aber sagen wir mal, wo ich jetzt kenne, Handvoll.
Und wir versuchen das ein bisschen alles miteinander zu machen. Ich helfe dem einen Freund von mir, der andere hilft ihm. Es ist schon so eine kleine Gemeinschaft und das funktioniert ganz gut. Wir haben immer noch Fachmänner ohne Ende hier im Kreis Pirmasens. Aber wie gesagt, sie sterben langsam aus. Die Holznägel schleift er nun bis auf die Zwischensohle herunter. Also der Schuh muss sich hier mit einem Finger sauber nach vorne abrollen lassen. So, wie eine Wippe. Dann merkt man, wenn man jetzt hier drauf drückt, dass er entweder einen Halt hat, da stimmt was nicht, oder er geht sauber nach vorne. Also das geht wunderbar. Und da sieht man jetzt auch, wie die Höhe vom Absatz, die Absatzhöhe muss so hoch werden. Wir haben jetzt die Holznägel verschliffen. Und da sieht man jetzt hier schön die Holznägel. Das hier ist die Laufsohle, die jetzt hier aufgebracht wird. Jetzt bekommt die Sohle einen Absatz. Der Absatz wird aus verschiedenen Schichten aufgebaut. Zwischen ist ein Moosgummi, das eine Dämpfungsfunktion hat. Dieses Gummi ist ein sehr hochwertiges Material. Wenn Sie jetzt hier einen Traktor 2 Jahre draufstellen würden, wird es trotzdem noch diese Stärke haben. Wir kleben jetzt die Laufsohle auf die Zwischensohle, wo wir die Holznägel eingeschlagen haben. Zwischensohle und Laufsohle fertigt Benno Zwick aus Ledern, die 18 bis 20 Monate in Gruben mit Eichenlohe gegerbt wurden. Sie sind extrem belastbar. Man sieht auch hier, dass das Leder nicht faserig ist, sondern ganz dicht ist. Also ich beurteile es dann als gut. Wenn es schwer zu schneiden geht, ist gut. Wir haben den Absatz aufgebaut und jetzt wird er befestigt. Dazu wird er kurz aufgesetzt, gucken wie er passt, hinten, vorne und vorgezeichnet. Die Laufsohle wird für den Absatz leicht eingekerbt, damit er Halt hat und nicht verrutscht. Er sollte nicht so sein, sondern wenn der Absatz aufsteht, sollte er hier keine Luft haben, dass hier eine saubere Abrollbewegung stattfinden kann. Absatz ist eingeklebt, also eingestrichen mit Klebstoff und jetzt wird er aufgesetzt. So. Nach 20 Minuten sitzt er felsenfest und wird später noch mit Klammern fixiert. Das Glattschleifen der Sohlenkanten verlangt Fingerspitzengefühl. Zu viel Druck und sie wird angesenkt. Das gibt hässliche Brandflecken. Der große Augenblick, der Leisten kommt aus dem Schuh.
Das geht deswegen schwer, weil, man sieht es ja hier jetzt, hier sind die Holznägel im Leisten, die Löcher, die ich vorgekloppt habe, und jetzt ist der Nagel rausgekommen. Man sieht es auch hier ganz deutlich, die Holznägel inne, die durch die Brandsohle und durch die Zwischensohle eingeschlagen wurden. Jetzt werden die Nägel abgestoßen, dass man eine glatte Fläche bekommt. Und dann wird die Decksohle noch eingearbeitet. So. Mit dem Finger fühlt man dann immer, ob das richtig schön glatt ist. Darf keine Unebenheit mehr sein. Oder dass da ein Nagel rauskommt. So ein spitzer Nagel ist für Kundschaft sehr unangenehm. So. Okay. Sehr gut. So. Und jetzt kommt innen eine kleine Einlage. Das ist bei uns eine Latex-Einlage mit einem kleinen Fußbett, aber nur im Rückfußbereich. Das Innenleder ist das gleiche Leder wie das Oberleder. Ich habe das nur gespalten und habe das nur durch kleine Löcher versehen, dass der Schweiß noch schneller weg kann. Und das gibt ein gutes gutes Fußklima. Ich sage immer, echter Lederschuh ist das beste Fußklima, das man haben kann. Kann man etwa 30 Grad anziehen, können Sie barfuß reingehen, gar kein Problem. Ich verklebe es erst hintere Seite. Wenn ich das Ganze jetzt einstreichen würde mit Klebstoff, kriege ich die Sohle nie rein. Das gibt dann ein richtiger Knäuel. Weil das ist also ich finde, eine ganz schwierige Baustelle, die Sohle sauber einzukleben. Ja, so sieht es dann aus. Dann bekommt der Schuh seine Schnürung. Fertig. Da blitzt der Stolz des Handwerkers auf. Ja. So. Einige Wochen bleibt der Schuh noch auf dem Leisten. Dann kommt für den Kunden der große Augenblick. Immer gut aufmachen und nicht zwingen den Schuh, sondern einfach und dann richtig mit Saft zuziehen. Weil sie brauchen Halt. Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Das ist wichtig für mich. Das ist nämlich der wichtigste Punkt für mich. So fest. Das ist wichtig. Er muss fest sitzen. Sensationell. Und darf ich sagen, er sieht Selbstlobe sensationell. Wunderbar. Hervorragend. Man findet Schuhe nicht neu, aber viele Sachen, Menschen, ist für mich immer noch das Absolute.